Heute widmen wir uns dieser kahlen Stelle hier. Wir haben nämlich immer noch viel zu wenig Stauraum und deswegen bauen wir einen Schrank. Ja, heute will es irgendwie nicht so, wie es soll, aber vor allem ist unsere Türe total schräg. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennt, aber ich kann die hier so... Wir beginnen als allererstes mit dieser Wand hier. Die hatten wir provisorisch angeschraubt, um das Armaflex zu schützen. Das war noch die originale Platte, die wir hatten. Die kommt weg und dann werden wir mit Einpressmuttern Hölzer hier befestigen auf der ganzen Länge, sodass wir den Schrank an diesen und an der Decke befestigen können. Ich bereite jetzt die Schablonen vor für den Schrank und dafür habe ich hier schon mal ein Kartonstück ein bisschen sehr grob abgeschätzt und zugeschnitten, damit hier ein bisschen so eine Krümmung drin ist, die dann später auch der Schrank haben wird. Dadurch komme ich möglichst nahe ran, um dann mit diesem lustigen Ding die Linie nachzufahren. Ich habe hier den Stift drin, der mir die Linie zeichnen wird, und hier mit diesem abgerundeten Stück hier fahre ich so der Kante entlang und dann macht mir das parallel zu dieser Karosserielinie, macht es mir dann eine Linie auf den Karton. Und ja, das soll helfen, die Schablone möglichst genau zuzuschneiden. Ich finde, so schlecht sieht das nicht aus. Neuer Tag, neues Glück. Wir machen heute weiter mit dem Schrank. Die Schablone ist soweit fertig. Wir werden jetzt das Holz dementsprechend ausschneiden und hoffen, dass es passt. Ich habe den Verdacht, dass es ein bisschen zu lang ist, aber das finden wir raus. Lieber zu lang als zu kurz. Jessie hat das jetzt geschnitten. Mal schauen, wie gut sie war. Erster Versuch. Ja, wir sind hier zu hoch. Wir müssen hier noch abschneiden. Zweiter Versuch. Schreibt doch unten in den Kommentaren, wie oft ihr glaubt, dass wir das noch anpassen müssen. Dritter Versuch. Drei waren doch nicht genug. Wir mussten noch hier hinten noch was anpassen, aber wir sind jetzt gute Dinge, dass es jetzt perfekt passt. Nachdem wir jetzt das doch noch zweimal anpassen mussten, also insgesamt waren es 5 Mal, sitzt es perfekt. Danach werden die Latten mit den Wänden befestigt, fixiert, das gleiche am Boden und an der Decke. Die Breite des ersten Korpusteils ist ja gegeben durch unsere Elektroinstallation. Wir haben hier all unsere Elektrosachen und die haben eine feste Breite. Wir machen es jetzt zur Sicherheit ein bisschen breiter. Also das erste Gärtchen machen wir ein bisschen breiter und dann schauen wir, ob das passt, und machen es lieber noch mal kürzer, als dass es von Anfang an schon zu kurz ist. Das sind jetzt unsere 3 Gärtchen. Man sieht, die sind verschieden groß oder tief. Das ist, weil ja der Bus eine Krümmung hat. Also im Van ist ja nichts gerade und deswegen müssen auch die Gärtchen verschieden groß sein. Der hier ist für ganz unten, weil dort ist dann unsere Batterie am Boden. Der hier ist in der Mitte und oben ist der hier. Wir mussten gestern noch kurz Farbe holen im Baumarkt, bevor die schließen. Deswegen konnten wir nicht ganz fertig werden. Man sieht, hier sind nur 2 Rahmen, wir brauchen aber noch einen dritten.
Den schrauben wir jetzt fertig und dann gehen wir ans Streichen. Das Holz ist jetzt alles zweimal lasiert und somit können wir anfangen, den ersten Korpus zusammenzuschrauben. Wir fangen von unten an, weil da haben wir den Boden als Referenz und können dann die ersten zwei Platten nebeneinander, also aneinander stellen. Mit diesem Gärtchen hier als Abstandhalter, ich schlage mich damit schon selber. Wir setzen ja die Türen in den Korpus ein. Das heißt, wir müssen die Dicke der Türe einrechnen bzw. abziehen, wenn wir dann die Gärtchen installieren. Wie ihr gesehen habt, haben wir den ersten Korpus zusammengestellt mit diesen Gärtchen, die Jessie vorher erwähnt hat. Und ja, sieht ziemlich gut aus. Wir machen uns jetzt an den zweiten Schrank. Das Ganze wird natürlich noch an die Wand und an der Decke befestigt werden mit Winkeln. Aber soweit sind wir zufrieden, es passt alles. Wir halten die Schranktüren im Barn-Door-Stil, wie die Küche auch. Das heißt, wir werden Bretter aneinanderreihen und mit Querlatten verbinden. Damit das aber nicht so schwer wird, haben wir uns entschieden, hier ein paar der Bretter dünner zu machen. Da es die aber nicht dünner im Baumarkt gibt, haben wir die runtergehobelt. So dick waren die ursprünglich und auf diese Dicke haben wir es runtergehobelt. Gestern haben wir noch die zweite Schicht Lasur auf die Latten gegeben und über Nacht trocknen lassen. Die Latten waren gestern schon nicht ganz gerade, jetzt über Nacht hat sich das verschlimmert, weshalb wir sie jetzt mal eingespannt haben. Die sind wirklich ziemlich verzwirbelt und ja, naja, wir versuchen das Beste und schauen mal, wie es wird. Ja, heute will es irgendwie nicht so, wie es soll. Ja, es hat angefangen zu regnen, aber vor allem ist unsere Türe total schräg. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennt, aber ich kann die hier so... Ja, die ist komplett schräg. Das ist eine Katastrophe. Wir wussten ja, dass das Holz ein bisschen verzwirbelt ist. Wir dachten aber, mit unseren Querlatten würde sich das wieder irgendwie ausgleichen und wir könnten das irgendwie gerade biegen. Tja, wir haben uns getäuscht, offensichtlich. Es sind leider bereits ein paar Tage oder Wochen vergangen, seit wir am Schrank weitergemacht haben. Wir konnten einfach nicht das richtige Holz finden. Für die Barn Doors vom Schrank möchten wir ein bisschen breitere Türen nehmen, breitere Bretter nehmen als bei der Küche. Und die gibt es einfach nicht gerade. Egal welchen Baumarkt wir waren, die sind immer irgendwie verzwirbelt. Und wir haben es versucht, aber dadurch kommt auch die Tür total schräg und das Holz ist unbrauchbar. Also haben wir anderes Holz gefunden, das gleich dick ist, aber viel breiter. Und jetzt müssen wir das halt ein bisschen zusägen, damit das die richtige Breite kriegt. Und das mache ich jetzt. Mir wurde gesagt, man sieht mir an, wie viele Latten ich schon geschliffen habe. Ja, ich glaube, heute Abend ist Haarewaschen angesagt. Wir sind jetzt wieder da, wo wir vor ein paar Wochen waren. Und zwar schrauben wir jetzt die Latten zusammen, um die Türen zu fertigen. Wir hoffen wirklich, dass es diesmal besser klappt. Bis jetzt sind die Latten wirklich sehr gerade, also wir sind guter Dinge. Das Gute ist, eine Tür haben wir ja noch übrig nach dem alten Modell und die können wir jetzt als Template nutzen.
Nachdem wir jetzt die Barn Doors zusammen fixiert haben mit diesen Latten, werden wir noch auf der Rückseite die Topfscharniere montieren. Das gleiche hatten wir schon bereits mit der Küche gemacht, das verlinken wir euch hier oben. Die Scharniere sind dran, jetzt kommen die Türe in den Schrank rein. Und danach sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Und so sehen die Schränke nun fertig aus. Die Türen sind eingesetzt, die Griffe montiert und wir haben auch schon die Fächer drin. Das heißt, wir können eigentlich anfangen, alles reinzuladen, das wir hier brauchen. Kleider, zusätzliche Esswaren und dann kann es auch schon losgehen. Wir werden hier noch ein bisschen dran rumfallen, da gibt es sicher noch was zu optimieren. Wir werden aber definitiv auch Boxen hier verwenden, damit das alles ein bisschen besser geordnet ist. Falls ihr noch Fragen habt, die wir nicht beantwortet haben, schreibt die doch unten in die Kommentare rein. Und ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Lasst uns doch bitte ein Like da, wenn dem so ist. Und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis bald wieder. Wir haben hier Vögel, kleine Babys.